Ich hatte keine Fehlgeburt. Es gab nie ein Baby. Wie konntest du uns nur so anlügen? Wie konntest du mir meinen Mann wegnehmen? Ich denke, alle Leser der Glanz und Gloria sind mit ihren Wünschen bei. Halten Sie denn an dieser Trennung jetzt immer noch fest? Frau von Landstein! Vorsicht! Sie brauchen mehr belastendes Material gegen Sie. Ja, schicke ich Ihnen. Jetzt mach schon. Sag mal, was ist eigentlich los? Der Computer ist an. Ja und? Bin mir sicher, dass ich ihn ausgemacht habe. Gib Emma einen dicken Kuss von mir und sag ihr, dass ich sie ganz schrecklich vermisse. Und Tanja, ich vermisse dich auch. Wie lange bleibt Tanja noch in New York? Dieser Reverend Cooper scheint es verdammt ernst zu meinen. Er will mit allen Mitteln die Einführung dieses Parfums auf dem amerikanischen Markt verhindern. Und so wie es aussieht, hat er gute Karten. Graf Landstein, ein Einschreiben wurde soeben für Sie abgegeben. Und Graf, das Essen ist angerichtet. Danke, Justus. Vom Gericht. Dein Strafbescheid. Oh. Du kannst dein Bußgeld zahlen oder Sozialstunden ableisten. Tja, da fällt die Wahl nicht schwer, nicht wahr? Ich habe nicht vor, mich freizukaufen. Du willst dagegen Beschwerde einreichen. Nein, ich werde die Sozialstunden ableisten. Ich bitte dich, das ist nicht dein Ernst. Ich habe eine Fahrerflucht mit Todesfolge gedeckt. Gemeinnützige Arbeit zu leisten, ist das Wenigste, was ich tun kann. Gut, du willst dir jetzt das Büßerhemd überziehen und, für wen? Du zahlst das Bußgeld, ich trete die Sozialstunden an. Helena ist ja auch kaum mehr zu Hause. Hast du sie in letzter Zeit mal gesprochen? Sie arbeitet ziemlich viel. Ich habe sie immer nur kurz gesehen. Ja, wahrscheinlich will sie sich ablenken. Ich hoffe nur, sie übernimmt sich nicht. Und du? Du machst dir Sorgen wegen Marlene, richtig? Bitte? Na, die Fehlgeburt, das war doch bestimmt ein ganz großer Schock für sie. Das fragst du sie am besten selbst. Marlene. Marlene, das tut mir so leid. Wie geht's dir? Ich möchte jetzt lieber nicht darüber reden. Ja, das kann ich gut verstehen. Wenn wir irgendwie tun... Dankeschön, aber der Einzige, der mir im Moment helfen kann, ist Tristan. Ich bin Lily Rose. Das ist meine Rolle. Lass mich zurück auf die Bühne. Es geht nicht. Schon vergessen, du hast gerade ein Kind verloren. Nein, das habe ich nicht und das weißt du ganz genau. Wieso tust du das? Ich dachte, wir sind Freunde. Entschuldige, dass ich aus reiner Vorsicht an der offiziellen Version festhalte. Das solltest du übrigens auch tun, wenn du nicht ganz bald als Lügnerin enttarnt werden willst. Wie könnte ich das auch nur eine Sekunde lang vergessen? Überall lauern mir Journalisten auf. Die Zeitungen sind voll mit meiner Geschichte. Star vom Unglück verfolgt. Erst verliert sie ihren Mann, dann auch noch ihr Kind. Tristan, bitte, ich muss zurück auf die Bühne. Ich brauche das jetzt. Wenn ich die ganze Zeit nur zu Hause rumhocke, dann drehe ich durch. Wenn du als nächste Schlagzeile nicht die Wahrheit lesen willst, dann musst du da durch. Du hast offiziell ein Kind verloren. Du kannst nicht einfach weitermachen. Wie lange? Ein paar Wochen. Das halte ich nicht aus. Dann verreis ein paar Tage. Etwas Abstand wird dir gut tun.
längere Zeit nicht gesehen. Woran arbeitest du gerade? Nichts Konkretes. Ich plane gerade die Themen für die nächste Auktion. Wenn du schon unbedingt darauf bestehst, dann sollten wir das Ganze auch mit einer Pressekampagne begleiten. Auf gar keinen Fall. Ich habe mein Bild in letzter Zeit oft genug in der Zeitung gesehen. Und gerade deshalb werden uns ein paar positive Meldungen nach den letzten Schlagzeilen nicht schaden. Kann mir einer von euch mal sagen, worum es geht? Der Strafbescheid vom Gericht ist eben gekommen. Und Vater besteht darauf, nicht bloß das Bußgeld zu zahlen, sondern zusätzlich auch noch Sozialstunden abzuleisten. Und hat das Krankenhaus schon angerufen? Ja, der Verwaltungschef des St. Vinzenz hat gerade angerufen. Ich trete heute Nachmittag meinen Dienst an. Entschuldigt mich, mir ist was Wichtiges eingefallen. Ich muss noch einen Anruf tätigen. Also, dass es dir nicht reicht, nur das Bußgeld zu bezahlen, das kann ich gut verstehen. Hat ja immer so einen Beigeschmack von Freikaufen, oder? Danke. Von mir aus spiel den Samariter. Trotzdem solltest du noch mal über meinen Vorschlag nachdenken. Auf keinen Fall. Ich habe gesagt, kein Presserummel. So. Welches Geheimnis versuchst du der Welt denn diesmal vorzuenthalten? Musst du mal wieder eine Straftat deiner Kinder vertuschen? Nein. Und im Gegensatz zu dir bitten mich meine Kinder um Hilfe, wenn sie welche brauchen. Hallo. Wartest du schon lange? Ich bin gerade erst gekommen. Und schon was von Timo gehört? Nein, aber das ist bei Klassenreisen normal. Und wie geht's Leonie? Ach, die sitzt die ganze Zeit auf ihrem Zimmer und spielt Gitarre. Das muss so ein Schock für sie gewesen sein. Ja, für beide. Ich weiß noch ganz genau, wie es sich angefühlt hat, als wir die Wahrheit erfahren haben. Wir haben so sehr darunter gelitten, dass wir angelogen wurden. Jetzt machen wir mit unseren Kindern genau das Gleiche. Nicht genau das Gleiche. Ja, wir haben ihnen die Wahrheit vorenthalten, weil es für uns leichter ist. Weil wir Angst hatten. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Vielleicht nehme ich Clarissa deshalb immer vor Ricardo in Schutz, weil ich jetzt weiß, wie es sich anfühlt, wenn man einen furchtbaren Fehler gemacht hat. Ricardo ist immer noch schlecht, aus sie zu sprechen? Am liebsten würde er sie vor die Tür setzen. Er misstraut ihr. Ich musste ihm quasi versprechen, dass ich sie rausschmeiße, wenn sie irgendwelche krummen Dinger hinter unserem Rücken dreht. Hat er einen konkreten Verdacht? Oder? Ich glaube, er ist einfach am Ende mit seiner Geduld. Und das kann ich gut verstehen. Na komm schon. Irgendwelche Spuren wirst du doch hinterlassen haben. Ich verstehe immer noch nicht, was so schlimm daran ist, dass du deinen Computer angelassen hast. Ich sag dir doch, ich habe ihn nicht angelassen. Denkst du, die Haushälterin war dran? Nein! Wer dann? Ja, schon Ricardo natürlich. Warum sollte er das tun? Er will mir was anhängen. Ach, und was? Was weiß ich? Bin ich Hellseherin? Ich glaube, du weißt es sogar sehr genau. Also, raus mit der Sprache. Na also. Jetzt bist du fällig, Clarissa. Du willst es mir also nicht sagen? Nein, ich nehme an, du hast auch keine Lust mehr auf die Galerieeröffnung. Gehe ich eben alleine. Charlie, lass uns irgendwo hingehen, wo wir in Ruhe reden können. Entschuldigen Sie, junge Frau. Sorry, ich habe gerade keine Zeit. Hast du das gesehen? Marlene? Ist alles okay bei dir? Ich Hab gehört, was passiert ist. Das hat mir total leid getan. Soll ich dich nach Hause bringen oder kann ich irgendwas für dich tun? Wieso wollen eigentlich alle etwas für mich tun? Habt ihr denn keine eigenen Probleme? Es geht um diesen Reverend Cooper.
Dieser religiöse Fanatiker, der aus dem Zeitungsartikel, der gerade Tanja das Leben zur Hölle macht? Aber hast du gestern nicht gesagt, dass du damit nichts zu tun hast? Ich dachte, es ist besser für dich, wenn du nichts davon weißt. Oh, wie rücksichtsvoll von dir. Es ging mal wieder nur um mich. Ach, Charlie, bitte, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe. Ricardo hat Wind von der Sache bekommen, keine Ahnung wie. Das kann ich dir sagen. Er hat unser Gespräch mitbekommen. Er hat mich anschließend angesprochen, ob du etwas mit der Firma Linie Clarisse Lahnstein zu tun hast. Das sagst du erst jetzt? Ja, ich dachte nicht, dass es wichtig ist. Du hast doch gesagt, du hast nichts damit zu tun. Ricardo wartet doch nur auf eine Gelegenheit, um mich aus dem Haus zu jagen. Umsichtig von dir, seine Geduld nicht zu lange in Anspruch zu nehmen. Charlie, bitte. Julia darf nichts davon wissen. Ich habe ihr versprochen, Tanja in Ruhe zu lassen. Wenn sie davon erfährt, wird sie sich von mir abwenden. Selbst wenn ich es wollte, was ich nicht will. Ich wüsste gar nicht, wie ich dir helfen soll. Julia würde dir das verzeihen. Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wieso? Als Tanja die alten Fotos von Jan und Julia verwenden wollte für ihre Kampagne, da warst du doch auch dagegen. Weil ich die beiden schützen wollte. Aber du willst Rache. Ohne mich. Dann werde ich Julia verlieren. Ja, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Espresso für Sie. Frau Neumann? Weiß mein Name. Schön, dass Sie es noch einrichten konnten. Ich war mir nicht sicher, ob Sie Ihre Mailbox noch abhören würden, was ich ehrlich gesagt sehr bedauert hätte. Mein Name ist Weiß, ich hatte einen Tisch reserviert. Ich schaue mal sofort nach. Einen Augenblick, bitte. Ich hoffe, das Restaurant gefällt Ihnen. Es wurde mir von einem Kollegen empfohlen. Der Hummer hier soll fantastisch sein. Ihr Kollege scheint sich ja mit gutem Essen auszukennen. Das Schneiders gehört zu den besten Restaurants weit und breit. Was man von dem Verkehrsleitsystem Ihrer Stadt leider nicht behaupten kann. Aber dafür bin ich ja jetzt da. Also, Sie haben da ein interessantes Projekt in der Innenstadt. Ich habe mir das bereits einmal angeschaut und einige Lösungsvorschläge ausgearbeitet. Entschuldigung. Weiß? Frau Neumann? Ja, sicher. Ich schicke Ihnen die Unterlagen dann ins Büro. Danke. Sie sind nicht Frau Neumann vom Verkehrsministerium. So, Ihr Tisch ist jetzt gedeckt, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Tja, normalerweise müsste ich den Tisch jetzt abbestellen. Aber könnten Sie sich vorstellen, etwas mit mir zu essen? Ich meine, ich mache das normalerweise nicht. Na, dann sind wir ja schon zu zweit. Ich mache sowas nämlich normalerweise auch nicht. So, dann geht's hier zu Physio. Glauben Sie mir, ein bisschen Sport würde mir auch gut tun. Die nächste Maschine First Class. Ja, danke. Ich fliege nach New York. Entschuldigen Sie mir, das ist mein Sohn. Aha. Das heißt natürlich nur, wenn du hier auf mich verzichten kannst. Ich glaube, ich würde mich ohne dich nicht langweilen. Na, wie du meinst. Oh, nee. Was soll denn das? Hast du's? Graf Lahnstein, was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass Sie diese Sozialstunden nur dazu nutzen, Ihr ramponiertes Image in der Öffentlichkeit wieder aufzupolieren? Und dass Sie diese armen, hilfsbedürftigen Menschen nur für Ihre Zwecke ausnutzen? Verschwinden Sie oder ich hole die Polizei. Oh, was Besseres könnten Sie für meine nächste Schlagzeile gar nicht tun. Krimineller Graf unter Polizeischutz. So, jetzt reicht's. Sie verschwinden jetzt, und zwar sofort. Und diese Bilder, die werden gelöscht. Aber Nichts da. Graf Lahnstein ist eine Person des öffentlichen Lebens und die Öffentlichkeit hat ein Recht auf die Wahrheit. Und ganz besonders auf die schmutzigen Details. Wie viel Schmiergeld haben Sie gezahlt, um an diese öffentlichkeitswirksame Tätigkeit zu kommen, Graf Lahnstein? Raus. Schade. Schade, schade. Ein paar O-Töne hätten einen Artikel noch authentischer gemacht. das Ganze wird noch ein Nachspiel haben. Woher weiß die Presse, dass du hier bist? Das wollte ich dich gerade fragen. Ach, das wolltest du von mir wissen. Ich hätte doch nicht diesen Schmierfinken informiert. Ihm muss irgendjemand einen Tipp gegeben haben.
Unter diesen Umständen solltest du wohl besser weitermachen. Einfach weitermachen. Ich habe etwas angefangen und ich werde es zu Ende bringen. Schau mich nicht so an. Das ist kein alter Starrsinn, das ist Disziplin. Und in dieser Nacht kam Ihnen dann also die Idee für das Verkehrssystem? Verkehrsleitsystem. Sie glauben gar nicht, wie groß so eine Stadt werden kann, wenn Sie erstmal die Orientierung verloren haben. Kann aber vielleicht auch daran liegen, dass Sie aus Kiel kommen und sich hier einfach nicht auskennen. Na, philosophisch betrachtet war es ja dann also gut, dass Sie vom Weg abgekommen sind. Schließlich gehören Sie jetzt zu den Besten Ihres Faches. Und sitzt mit einer wunderschönen, bezaubernden Frau im besten Restaurant von Düsseldorf. Ja, es hätte tatsächlich schlimmer kommen können. Ja, Frau Neumann hätte ihren Termin nicht absagen können. Jetzt habe ich Sie aber lang genug mit Geschichten von mir gelangweilt. Von Ihnen weiß ich noch gar nichts. Nicht einmal Ihren Namen. Ich habe Marlene vorhin getroffen. Ist alles okay mit ihr? Nein, sie hat gerade ihr Baby verloren. Das weiß ich. Ich meine wegen dem Unfall. Was? Was für ein Unfall? Naja, wegen Ricky Pflock. Ricky Pflock? Er hat sie verfolgt und mit seinen Fragen auf die Straße gedrängt. Sie ist von Auto gelaufen. Marlene lag die ganze Nacht im Krankenhaus. Hat sie dir das nicht erzählt? Oh, Entschuldigung. Ich sag's gleich, ich habe keine Zeit, mein Essen kommt gleich. Warum hast du mir nichts von diesem Unfall erzählt? Hätte das irgendwas geändert? Nein. Aber trotzdem, ich bin dein Manager. Du musst mir so etwas sagen. Warum? Ich habe gedacht, ich bin beurlaubt. Du hörst mir sowieso nicht mehr zu. Hör zu, es tut mir leid. Ich war vorhin vielleicht nicht der Sensibelste, okay? Ich muss jetzt Schluss machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Sie wollten mir gerade etwas von sich verraten. Ihren Namen zum Beispiel, was Sie beruflich machen. Raten Sie mal. Lehrerin? Etwas Naturwissenschaftliches. Mathematik. Ganz kalt. Sie sollten viel öfter lächeln. Ich hatte in letzter Zeit nicht viel Grund dazu. Daran sollten wir arbeiten. Clarissa und Ricardo auf einem Segelboot. Ist eine interessante Idee. Ja, es ist äußerst effektiv, um Konflikte zu lösen. Wir haben damit im Zentrum sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei pubertierenden Jugendlichen. Ja, aber sind nicht alle Streithähne wie pubertierende Jugendliche? Seit dem Segeltörn sind unsere beiden schlimmsten Streithähne die besten Freunde. Mir wird schon reichen, wenn Ricardo aufhören würde, hinter allem, was Clarissa tut, was Böses zu vermuten. Wer will dich nur beschützen? Wenn ich je mitbekomme, dass sie wieder ihre intriganten Spielchen treibt, dann schmeiße ich sie höchstpersönlich raus. Und zwar für immer. Schmeiß sie jetzt raus. Sie ist trotzdem meine Mutter. Du musst das unbedingt probieren. Darf ich mal? Ganz kurz? Ja, das ist der Nachteil an Schokolade. Dafür macht sie glücklich. Das liegt aber nicht nur am Eisbecher. Ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwann wirklich einfach nur Bruder und Schwester sein können. Aber das geht und das
tut richtig gut. Ja, das finde ich auch. So, ich muss los. Ricardo und Clarissa sind ziemliche Sturköpfe, aber sie werden es schaffen. Danke, nicht nur für das Eis. Tschüss. Ciao. Jan Brandner? Hier ist Ricardo Mendes. Ah, du willst sicherlich deine Frau sprechen. Sie ist gerade auf dem Weg zu dir. Nein, eigentlich wollte ich mit dir sprechen. Okay. Tristan? Tristan, jetzt warte doch mal. Es geht um Vater. Ich brauche da deine Hilfe. Die Presse hat irgendwie Wind davon bekommen, dass er Sozialstunden macht. Und ich wette, das war kein Zufall. Hast du schon einen konkreten Verdacht? Allerdings. Das ist ja noch erbärmlicher, als ich gehofft hatte. Mhm. Daraus lässt sich auf jeden Fall was Hübsches machen. Das will ich doch auch hoffen. Schließlich bezahle ich auch gut dafür. Nicht schlecht. Nun, das wird eine hübsche Story. Über Heuchelei und über den Versuch, die freie Presse zu missbrauchen. Das Image aufzupolieren. Aber ich lasse mich nicht missbrauchen. Nein, gut bezahlen. Was für ein Interesse könnte Ansgar daran haben, Vater öffentlich bloßzustellen? Eigentlich hat er alles, was er wollte. Der Vorsitz im Gremium reicht ihm, aber nicht. Merkst du das nicht? Er versucht nacheinander, die anderen Gremiumsmitglieder zu diskreditieren und auszuboten. Denk doch mal an die Sache mit Hagen. Dem wollte er Doping anhängen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und er steckt tatsächlich hinter dieser Schmutzkampagne. Schon irgendeine Idee, wie du ihn aufhalten willst? Die Regenbogenpresse ist wohl eher dein Terrain. Was weißt du eigentlich über diesen Ricky Pflock? Ricky Pflock? Der Typ ist verantwortlich für Marlenes Unfall. Er hat sie in Paparazzo-Manier durch die halbe Stadt gejagt. Jetzt wird's langsam interessant. Hat es Ihnen geschmeckt? Vielen Dank. Der Humor war fantastisch. Sie haben nicht übertrieben. Das freut mich. Darf ich Ihnen vielleicht noch eine süße Nachspeise oder einen Espresso bringen? Gerne. Ich nehme den Schokoladencrumble, aber ohne Sahne, dafür mit einer Kugel Granatapfelsorbet und ein Espresso. Dem schließe ich mich an. Sehr wohl. Ich hatte schon lange kein so überraschend angenehmes Geschäftsessen mehr. Naja, vielleicht sollten Sie Frau Neumann ja einen Blumenstrauß schicken. Als Dankeschön. Vielleicht. Vor allem frage ich mich, was ich der Buchhaltung erzähle wegen der Spesenabrechnung. Schöne Unbekannte werden die sicherlich nicht akzeptieren. Verraten Sie mir wenigstens Ihren Vornamen. Nur wenn Sie mir Ihren verraten. Also gut. Hagen. Also das darf jetzt wirklich nicht wahr sein. So schlimm ist der Name nur auch wieder nicht. Doch, das ist er. Ich kenne euch, Hagens. Ihr ladet einen zum Abendessen ein, macht einem schöne Augen und schwupps hat man sich verliebt und ist euch in die Falle getappt. Und dann glaubt man euch auch noch diesen ganzen Mist von wegen, in guten wie in schlechten Zeiten und bis dass der Tod euch scheidet und dann überlegt ihr es euch doch anders und serviert einen eiskalt ab und lügt und betrügt und am Ende ist man so verzweifelt, dass man selbst anfängt zu lügen und macht damit alles nur noch schlimmer und am Ende hasst man nicht nur alle Hagens dieser Welt, nein, man hasst auch sich selbst. Leonie, bitte warte. Was wollen Sie? Wir haben uns doch noch nie getroffen, seit du weißt, dass ich deine Großmutter bin. Und was erwarten Sie jetzt? Dass ich Sie Omili nenne und nach Süßigkeiten frage? Ich will nur, dass du weißt, dass es mir sehr leid tut. Ich habe mir immer so eine Enkelin wie dich gewünscht. Da hätten Sie aber einiges anders machen müssen. Ja, heute würde ich auch vieles anders machen, aber ich kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. Das ist doch auch nur einer Ihrer Sprüche.
Ist denn irgendwas passiert? Wir werden uns vielleicht für eine lange Zeit nicht mehr sehen. Sie verlassen die Insel? Egal, was passiert. Ich hab dich sehr lieb. Und ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Ja. Ricardo. Danke, dass du dir so spontan Zeit für mich genommen hast. Für meinen Schwager doch immer. In diesem Fall wollte ich allerdings den Pater um einen Rat bitten. Auch für Familienangehörige stehe ich als Pater zur Verfügung. Worum geht's? Bevor ich dazu komme, muss ich dich noch um eins bitten. Hiervon zu Julia kein Wort. Als Geistlicher bin ich an die Schweigepflicht gebunden. Aber nicht als Bruder. Ja, nun mach dir mal keine Sorgen. Ich werde das Gespräch vertraulich behandeln. Was ist passiert? Rein hypothetisch. Mal angenommen, ich könnte beweisen, dass Clarissa immer noch die bösartige, selbstsüchtige, skrupellose Frau von früher ist. Was für Beweise? Wie gesagt, rein hypothetisch. Was glaubst du, wie würde Julia reagieren? Sie wäre enttäuscht. Verletzt. Sie hat sich lange nach einer Versöhnung mit ihrer Mutter gesehnt. Aber ist es nicht besser, die Wahrheit zu kennen und hinter die Fassade zu blicken, als mit einer Mutter zu leben, die hinter dem Rücken ihrer eigenen Kinder Intrigen spinnt? Wenn du Beweise hast? Sagen wir konkrete Hinweise. Ricardo, ich weiß, dass du Julia liebst und sie beschützen willst, aber Hinweise... Du kaufst Clarissa also die Läuterung ab. Sie war 10 Jahre im Gefängnis. Sie hat alles verloren. So eine Erfahrung kann einen Menschen verändern. Menschen ändern vielleicht ihren Wohnort, ihre Frisur oder ihre Gewohnheiten. Aber niemals ihr Wesen. Ich fürchte, ich muss dir da schon rein aus beruflichen Gründen widersprechen. Tut mir leid, dass ich dir da nicht helfen konnte. Doch, das hast du. Ah, ich habe mich zwar nie gefragt, wie es wohl ist, die Bettpfannen anderer Leute zu leeren, aber trotzdem nehme ich an, dass ich es gleich erfahren werde. Weißt du, Ansgar, ich erwarte nicht, dass du es verstehst, aber für mich war dieser Tag ein Geschenk. Na, wie schön. Dann habe ich ja gleich eine hervorragende Idee für deinen nächsten Geburtstag. Bin schon gespannt. Es gibt nur noch eine Sache, die ich hier erledigen muss, dann mache ich mich sofort auf den Weg. Ach, warte mal kurz. Hier, lies dir das mal durch. Zeugenaussagen zu Marlenes Unfall. So, da bin ich wieder. Ja, dann bin ich ja auch morgen früh schon bei euch. Falls du dir Sorgen machst, dass ich nicht allein mit dem Reverend fertig werde. Ja, mit dem Reverend vielleicht schon, aber nicht mit unserer Tochter. Ja, da könnte was dran sein. Gestern Abend wollte sie nicht einschlafen und ich musste ihr jedes verdammte Lied vorsingen, das ich kenne. Also am Ende habe ich sogar Weihnachtslieder gesungen. Sag immer doch, dass ich ganz schnell bei ihr bin und ich singe ihr die ganze Nacht vor, wenn sie das will. Okay, dann buche ich mir schon mal ein Einzelzimmer. Bis morgen. Bis morgen. Inzwischen bin ich mir fast sicher, dass Ansgar hinter der Schmierkampagne gegen dich steckt. Aber dieses Spiel, das werde ich ihm gründlich vermiesen. Dann ist dieser Pflock schuld an Marlenes Unfall? Und damit kriegen wir ihn. Wenn er kein Strafverfahren am Hals haben will, dann sollte er die Story gegen dich möglichst schnell fallen lassen. Er müsste ja auch bald hier sein. Gute Arbeit. Aber wenn dieser Pflock tatsächlich für Ansgar arbeitet, sollten wir ihn in Ruhe arbeiten lassen. Was hast du vor? Heute Mittag hat Marlene einen ganz verstörten Eindruck gemacht. Ja, sie hat es gerade nicht einfach. In der wievielten Woche war sie eigentlich mit ihrer Schwangerschaft? Keine Ahnung. Ich glaube in der 9. oder so. Kurz bevor Hagen sich von ihr getrennt hat. Viele Beziehungen enden dramatisch. Mein Gott, erst die Trennung, das war bestimmt schon schwer genug für sie. Und dann auch noch ein Kind zu verlieren. Es ist gut, dass sie dich hat. Du bist ja nicht nur ihr Manager, sondern auch ihr Freund. Die meisten Menschen haben nicht so ein Glück. Was ist denn? Schmeckt's nicht? Doch, aber ich habe dringend etwas zu erledigen. Entschuldige mich.
das Wasser ist herrlich. Ich muss etwas mit dir besprechen. Hast du noch mal mit Timo geredet? Nein, es geht um deine Mutter. Was ist mit ihr? Du hast mal gesagt, du schmeißt sie raus, wenn sie hinter deinem Rücken krumme Dinger macht. Ich habe dich gar nicht kommen gehört. Ich bin gestern in einer Zeitschrift auf einen Artikel über eine Modefirma gestoßen. Linie Clarisse Lahnstein. Die ehemalige Firma deiner Mutter gehört inzwischen einer gewissen Tanja von Lahnstein. Ja, und? Nun, da gibt es in den USA einen Geistlichen, Reverend Cooper. Und eben dieser Reverend Cooper hat gegen die letzte Kampagne der Firma Protest eingelegt. Angeblich aus sittenwidrigen Gründen. Dabei geht es aber gar nicht um Moral. Es geht um Rache. Jemand hat diesen Reverend Cooper engagiert, um aus persönlichen Motiven die Firma in den Ruin zu treiben. Und jetzt rate wer. Ich. Ich war's. Was kann ich denn dafür, wenn die Trailermaus einfach auf die Straße rennt? Gute Frage. Wo fängt in so einem Fall die Verantwortung an und wo hört sie auf? Mit dieser Frage haben sich englische und französische Gerichte jahrelang befasst. Sie erinnern sich doch bestimmt noch an den Fall. Aber das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Marlene ist vor Ihnen geflohen und verunglückt. Haben Sie sich eigentlich mal gefragt, was Ihre Kollegen von damals inzwischen so machen? Aber ihr ist doch gar nichts passiert. Sie ist schon nach einer Nacht wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ja, zum Glück. Und das hat sie nicht Ihnen zu verdanken. Und ich fürchte, das wird das Gericht genauso sehen. Es gibt mehrere Zeugenaussagen, die übereinstimmend Ihre Rolle bei dem Unfall beschreiben. Was wollen Sie? Es geht um den Artikel über mich. Ah. Positive Presse, was? Soll ich also zum Helden machen? Auf keinen Fall. Ja, aber mein Artikel ist bereits geschrieben und liegt der Redaktion schon vor. Das ist doch gut so. Und Sie sollten an dem Artikel auch kein Wort ändern. Schließlich sind Sie ja von Ansgar sehr gut dafür bezahlt worden. Was wissen Sie? Genug, um Sie ins Gefängnis zu bringen. Du hast jemanden engagiert, um Linie Clarisse Lahnstein zu ruinieren? Tanja hat mir schon mal alles genommen. Und wenn sich die Gelegenheit zur Revanche bietet, sollte man sie beim Schopf packen. Aber Charlie, das ist... Ungeheuerlich, ich weiß. Vielleicht war es ja auch ein Fehler. Ganz sicher war es ein Fehler. Steckst du da auch mit drin? Ja. Nein. Glaubst du, du kommst damit einfach so davon? Ricardo, du hast meine Mutter gehört. Sie hat damit nichts zu tun. Komm mit. Was hat er denn jetzt vor? Ricardo, was soll das? Ich muss dir was zeigen. Warum sagst du mir nicht einfach, was los ist? Weil du es mit eigenen Augen sehen musst. Ich hab sie auf dem Rechner. Julia, ich liebe dich, das weißt du. Und du glaubst mir und vertraust mir doch. Du machst mir Angst. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit einem schlichten Danke? Danke. Aber sag mal, hast du eine Ahnung, was Ricardo jetzt vorhat? Hat es mit dem Reverend zu tun? Gleich. Ich muss nur noch den Ordner wiederfinden. Ich habe ihn hier auf dem Rechner. Ich weiß genau, dass ich ihn hier abgelegt habe. Verdammt noch mal, ich muss doch diesen Ordner irgendwo hier ab... Ich habe mich anscheinend getäuscht. Tut mir leid. Was wolltest du mir denn zeigen? Ja, vergiss es einfach, es war nicht wichtig. Wenig wichtig. Du machst mir solche Angst und jetzt ist es nicht mehr wichtig. Wie wär's, wenn wir essen gehen? Hm? Essen? Wie wär's, wenn wir in dieses Restaurant gehen, von dem du mir letzte Woche erzählt hast? Du willst dich bestimmt noch fertig machen. Hm? Ich warte dann draußen auf dich. Wie du meinst. Schließt du schon?
langsam. Aber für meinen letzten Gast gebe ich natürlich noch eine Ehrenrunde aus. Super. Ganz egal was, ich nehme alles. Jetzt darf ich ja wieder. Irgendwas Gutes muss das Ganze hier haben. Sorry, ich bin heute echt eine Fettnapf-Suchmaschine. Schon gut. Besser als die Leute, die einem die ganze Zeit sagen, wie leid es ihnen tut. Wodka? Wodka ist super. Dieses ewige Mitleid ist echt kaum zu ertragen. Ja, sowas kommt leider immer dabei raus, wenn Leute hilflos sind und nicht wissen, was sie sagen sollen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Seit Christian und ich uns getrennt haben, da überschütten die Leute mich mit Mitleid. Weil wir uns scheiden lassen. Mitleid, weil ich traurig war. Und ich dachte schon, ihr Schwulen bekommt eure Beziehungen besser auf die Kette als wir. Wer immer dir das erzählt hat, er spinnt. Wie läuft's jetzt eigentlich so zwischen dir und Christian? Willst du über Hagen reden? Das Leben kann manchmal verdammt beschissen sein, oder? Noch einen oder kann ich dich nach Hause bringen? Nee, lass mal. Bin doch ein großes Mädchen. Dann aber bis ganz bald. Ja, bis ganz bald. Guten Abend. Guten Abend. War Marlene heute zufällig hier? Marlene von Lahnstein. Und wenn? Es ist wirklich dringend. Ich kann sie nirgends erreichen und ich mache mir ernsthaft Sorgen um sie. Wissen Sie, wo sie hingegangen ist? Sie hat mit einem Gast zu Abend gegessen. Sind Sie zusammen verschwunden? Nein. Frau von Lahnstein ist dann irgendwann alleine aufgebrochen. Wissen Sie, wohin? Keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, es geht ihr nicht gut. Ich dachte, die beiden verstehen sich gut. Aber dann ist Frau von Lahnstein plötzlich aufgesprungen und hat Herrn Weiß, wie soll ich sagen, eine Szene gemacht. Sie war völlig aufgelöst. Und dann? Ja, dann ist sie weggelaufen. Danke. Ja! Was war der denn? Haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Es ist mitten in der Nacht. Tut mir leid, aber ich muss dringend mit Marlene sprechen. Ist sie da? Naja, sie liegt wahrscheinlich im Bett. Wie übrigens jeder andere Mensch auch um diese Uhrzeit. Was soll das denn werden? Ticken Sie nicht mehr ganz richtig. Hallo! Nicht da. Was ist denn eigentlich los? Was ist passiert? Ach, es ist gar nichts. Wir haben uns nur ein bisschen gestritten und ich... Alles gut, alles gut. Ah ja. Und deswegen klingeln Sie mich aus dem Bett. Vielen Dank. Rufen Sie doch morgen wieder an. Wahrscheinlich ist Marlene mit ihren Kollegen unterwegs. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wiedersehen. You up, I treat you well. Tell you secrets I never tell. You pretend to follow Ehrliche Reue oder Imagepflege. Zuletzt machte Graf Ludwig von Lahnstein Schlagzeilen, weil er die Fahrerflucht seiner Tochter vertuschte, bei der ein Mitglied der Familie zu Tode kam.
Seit heute kann man ihn im St. Vincents beim Ableisten von Sozialstunden antreffen. Er hofft offenbar, damit sein ramponiertes Image in der Öffentlichkeit wieder aufzupolieren. Es bleibt freilich dahingestellt, ob er den Patienten mit einer ordentlichen Spende nicht besser hätte helfen können. Dafür ließ der Graf es sich nicht nehmen, die Vertreter der Presse an den Schauplatz seiner wohltätigen Arbeit zu bestellen und sich inmitten der wehrlosen Kranken ablichten zu lassen. Ansgar kann zufrieden sein. Ja, Flock hat ganze Arbeit geleistet. Ab jetzt sind wir Ansgar immerhin einen Schritt voraus. Und er hat keine Ahnung davon. Sag mal, diese Zeugin, gab's sie eigentlich wirklich? Ich muss los. Grüß mir Tanja. Und gib Emma einen dicken Kuss von ihrem Großvater. Das mache ich. Und Sebastian. Danke. Du warst aber auch nicht schlecht. Glaub bloß nicht, dass ich das für dich getan habe. Für dich hätte ich nicht den kleinen Finger gekrümmt. Nett, dass du es mir sagst. Wie kann man nur so kurzsichtig sein? Das war doch klar, dass das über kurz oder lang auffliegt. Hätte mein lieber Schwiegersohn mir nicht so schamlos hinterher spioniert, es wäre nie rausgekommen. Ja, der hat doch recht. Wenn mir nicht so viel an Jan und Julia liegen würde und ich nicht wüsste, wie wichtig denen ein gesundes Familienleben ist. Herrgott, Clarissa, reiß dich doch endlich zusammen. Dazu gibst du mir ja gerade reichlich Gelegenheit. Nimm mich ernst. Clarissa, noch einmal helfe ich dir nicht. Obwohl es Tanja eigentlich nicht anders verdient hat. Bis morgen. Das war ein Fehler, Clarissa. Ich habe keine Ahnung, warum Charlie für dich gelogen hat. Aber ich sag dir eins. Nochmal wirst du nicht so viel Glück haben. Irgendwann machst du einen Fehler. Und dann bin ich da. Julia wird dein wahres Gesicht zu sehen bekommen. Dafür werde ich sorgen. Verlass dich drauf. Also fang lieber schon mal an zu packen. Deine Tage hier sind gezählt.